Hi miteinander zur 26. Reptil-TV-Folge. Ihr könnt euch schon denken, um was es heute geht. Wir haben einen Haufen Zuschriften von euch bekommen, sei es über Twitter, YouTube, E-Mail, Facebook, dass wir doch endlich mal was über Bardergarn bringen sollen. Und deswegen wollen wir euch den Wunsch heute gerne erfüllen und haben für heute so einen kleinen Bardergarn Basic vorbereitet. Als erstes brauchen wir ein Terrarium für das Tier natürlich. Bardergarn werden ca. 50 bis 60 cm groß mit Schwanz. Das heißt, wir brauchen auch entsprechend großes Terrarium. Ich denke, 1,20 m x 60 bzw. besser 1,50 m x 60 sollte für 1 bis 2 Tiere auf jeden Fall ausreichen. Von der Höhe her könnt ihr 80 bzw. 100 cm Höhe nehmen. Die wichtigsten 3 Punkte beim Bardergarn-Terrarium sind zum einen die Helligkeit, sprich Lichtintensität, zum anderen braucht man das UV-Licht und zum dritten braucht man die Wärme. Fangen wir mit der Wärme an. Wir wollen an der wärmsten Stelle am Sonnenplatz knappe 50 Grad haben, also sagen wir mal 45 bis 50 Grad. Und die kälteste Ecke im Terrarium, wenn ihr die nachmesst, die soll knappe 30 Grad haben, also sagen wir mal ganz grob zwischen 25 und 30 Grad als kältesten Fleck. Wenn ihr die Punkte so durchmesst und die habt, dann wisst ihr, dass eure Temperatur im Terrarium stimmt. Das Ganze erreichen wir ganz gut mit so einem L-Stein-Wärmestrahler. Der gibt kein Licht ab, macht aber unheimlich gut warm. Ich finde, aktuell ist das die beste und günstigste Art, ein Terrarium zu beheizen. Das Ganze gilt nachher fürs Licht auch, natürlich mit Keramikfassung und hitzebeständigem Silikonkabel. Also kein ganz normales Kabel nehmen, ihr braucht so ein spezielles hitzebeständiges Kabel, um diese hohen Temperaturen auch auszuhalten. Der nächste Punkt ist die Beleuchtung an sich. Die Tiere brauchen ein wahnsinnig helles Licht. Also wir sehen es ja draußen in der Sonne, die Lichtintensität ist unheimlich hoch. Und das Gleiche müssen wir im Terrarium herstellen. Also ich kann da nicht mit so einer schummrigen Glühbirne daherkommen. Und ich kann eigentlich auch als alleiniges Licht nicht mit einer Neonröhre daherkommen. Ich brauche einen richtigen Strahler, der auch richtig Power hat. Zum Beispiel jetzt hier so ein Sylvania mit 160 Watt. Oder eine Bright Sun, das ist auf HQI-Basis. Jetzt haben wir eine 70 Watt Lampe, gibt es aber auch mit 150 Watt. Damit kann ich eine Lichtintensität herstellen, die für die Tiere okay ist. Je größer das Terrarium ist, umso mehr muss ich da natürlich auch davon reinhängen. Also ich würde mal sagen, für so ein 1,20 m Terrarium komme ich mit den 160 Watt hin. Bei einem 1,50 m Terrarium muss ich letztendlich schon 2 so Strahler einsetzen. Als dritten Punkt haben wir die UVB-Strahlen. Bei den beiden Lampen ist ausreichend UVB drin. Es gibt dann auch diese Energiesparlampen mit UVB. Wichtig, dass wir da bedenken, dass die nur für kleine Terrarien geeignet sind. Also sowas hier wäre vielleicht für so ein 50er, 60er Terrarium, wo ich Babys mit aufziehen kann, wäre das in Ordnung als UV-Beleuchtung. In einem großen Terrarium hat so eine 23 Watt Lampe überhaupt nicht genug Strahlung, um mehr wie 20 cm weit zu kommen. Ja, also für kleine Terrarien, Babyaufzucht ist gut, für ein großes Terrarium nützt mir das schon wieder nichts mehr. Dann kommen wir zur Fütterung von den Tieren. Zum einen habe ich natürlich die verschiedenen Insekten, sei es jetzt Heuschrecken, Heimchen, Grillen, Schaben. Was gibt es noch? Man kann in nicht allzu großem Umfang auch Würmer wie Zophobas oder minimal auch Mehlwürmer füttern. Mit den Würmern ein wenig sparsam umgehen, weil sie einen unheimlich hohen Fett- und Phosphoranteil haben. Am besten sind schon irgendwelche hüpfenden Sachen wie Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben. Außerdem jeden Tag Salat anbieten. Ja, morgens eine frische Schale mit Salat reinstellen und die am Abend oder am nächsten Tag wieder auswechseln und wieder frisch nachgeben. Die Babys gehen zum Teil nicht gleich vom ersten Tag an den Salat, die brauchen ein paar Wochen, bis sie dran gehen. Aber mit der Zeit gehen die auch gut an den Salat. Und es ist auch wichtig und gesund für die Tiere, dass sie wirklich im Prinzip 1/3 bis 1/4 von ihrem Futter vegetarisch zu sich nehmen.
Noch als kleiner Trick, wir legen immer ein Stück Apfel oder Karotte in das Terrarium rein. Die Futterinsekten, wo zum Beispiel über Nacht im Terrarium bleiben oder selbst am Tag über, die können dann von diesem Apfel, Karotte fressen. Zum einen ist das so ein Gut-Loading, sagt man dazu, also die nehmen dann die Nährstoffe von diesem Obst auf. Zum anderen hat es aber auch den Zweck, dass gerade in der Nacht zum Beispiel die verbleibenden Insekten nicht an unser Reptil gehen und womöglich gar das Reptil annagen, sondern einfach Futter in dem Terrarium vorfinden und auf keine dummen Gedanken kommen sozusagen. Ein ganz wichtiger Punkt beim Füttern ist natürlich, dass man die Futterinsekten immer mit einem Calcium-Mineralpräparat bestäuben tun. Es gibt verschiedene Anbieter auf dem Markt, Herbetal, Herbamed, Nekton als Beispiel. Und genauso den Salat immer gut bestäuben, wenn wir ihn reinlegen. Das Ganze haben wir euch schon mal im Reptil TV auf Folge 19 gezeigt. Da könnt ihr es euch auch noch mal anschauen, wie man die Futtertiere oder das Futter gut einstäubt. Ganz wichtig, beobachtet euer Tier, wie es sich verhält. Es muss den ganzen Tag aktiv sein, fit sein. Es muss, ganz wichtig, den Kopf immer oben haben. Ne? Es soll also nicht da liegen, den Kopf so auf dem Substrat aufgelegt haben, sondern er muss schön erhoben sein. Die Augen müssen richtig offen sein, klar sein. Das Tier muss rumschauen, was um ihn herum vorgeht. Dann ist es auch ein gesundes Tier. Wenn ihr beobachtet, dass das Tier euch so schläfrig und schlappi vorkommt, dann ist irgendwie was faul. Es muss nicht unbedingt sein, dass das Tier gleich krank ist. Es kann einfach sein, dass die Temperatur oder das Licht nicht stimmt. Ne? Wenn das Tier den Eindruck hat, es ist so halbdunkel, es wird Winter oder es ist nicht mehr richtig heiß in dem Terrarium, es wird Winter, dann fängt es auch an, sich auf die Winterruhe vorzubereiten und wird eben auch so schläfrig. Natürlich kann es auch sein, dass es andersweitig krank ist, aber das sind so die Punkte, wo dann der Terrarianer natürlich erst mal gucken muss, hoppla, was kann da nicht stimmen, was muss ich ändern. Dann haben wir immer wieder so Standardfragen. Zum einen natürlich, wie groß sie werden, haben wir vorher gesagt, 50 bis 60 Zentimeter. Das Ganze natürlich mit Schwanz. Also wenn wir unseren Kamerad hier anschauen, der hat, schätze ich mal, so 40, 45 Zentimeter. Der ist jetzt gut ein Jahr alt, also ein kleines Stückchen mehr noch. Sie werden insgesamt noch wuchtiger. Dann zum Alter. Ich würde mal sagen, oder ich würde mal schätzen, dass die circa so 20 Jahre alt werden. Das Problem ist einfach, vor 20 Jahren hat kaum jemand Bardergam gehalten oder so gut wie niemand. Deswegen weiß man heutzutage noch gar nicht so richtig, wie alt die werden. Aber ich denke, so 15 bis 20 Jahre ist eine reelle Angabe. Häufige Frage ist auch mit dem Fressen oder mit dem Füttern. Wie oft muss ich füttern? Wie vorher schon gesagt, den Salat biete ich im Prinzip jeden Tag an. Mache ich auch keinen Fastentag, sondern ich gebe jeden Tag Salat dem Tier. Mit den Insekten bin ich ein bisschen sparsamer. Als Jungtier oder als Baby würde ich noch jeden Tag füttern. Sagen wir als Baby jeden Tag. Wenn es ein bisschen größer wird, mache ich einen Fastentag. Sind die Tiere halbwüchsig, mache ich vielleicht 2 Fastentage mit den Insekten. Und für große Tiere oder womöglich große Männchen, da reicht es, wenn ich 2, 3 Mal die Woche noch Insekten fütter. Wichtig einfach, dass die Tiere nicht verfetten. Gerade so ein Männchen neigt einfach ein bisschen dazu, bei dem großen Futterangebot, das wir im Terrarium haben, zu viel zu fressen und zu fett zu werden. Also da ein bisschen langsamer machen ist sicherlich gesünder für das Tier und gibt auch eine längere Lebenserwartung, wenn der nicht völlig verfettet ist. Dann ist die Frage vom Trinkwasser. Soll ich eine Wasserschale reinmachen oder nicht? Ich würde empfehlen, eine Wasserschale reinzumachen, obwohl die Tiere eigentlich nicht, in der Regel nicht direkt rangehen und so aus dem Napf trinken, wie jetzt Hund oder Katze oder sonst was. Aber zum Teil ist es auch so, wenn es im Terrarium zu heiß wird, habe ich oft beobachten können, dass die sich ein bisschen da reinsetzen, wahrscheinlich zum Abkühlen. Auch noch so ein kleiner Insider-Trick mit den Wasserschalen. Wir tun da immer so einen Stein reinlegen und dadurch tun die Futtertiere nicht in der Wasserschale ertrinken. Ja, würde der Stein jetzt nicht drin liegen und ein Heimchen hopst rein, dann ersäuft es ja in der glatten Schale und durch den Stein können die sich festhalten und ersaufen nicht in dem Wasser, was dann auch besser und praktischer und hygienischer ist. Zum anderen muss ich, damit die Tiere genug trinken, jeden Tag ein bisschen sprühen. Also ich tue in dem Fall den Tau in der Natur nachahmen. Ja, mit so einer Pflanzenspritze reinsprühen morgens und abends und die Tiere lecken dann die Tropfen ab von den Pflanzensteinen, von der Dekoration, die ich drin habe, lecken die das Wasser ab und trinken so. Ja, also nicht aus der Wasserschale, sondern sie trinken einfach den Tau.
wichtiger Punkt. Vor allem bei Jungtieren muss ich das mindestens zweimal am Tag machen, weil die wirklich viel Wasser aufnehmen müssen, damit die nicht in dem heißen Terrarium vertrocknen. Außerdem haben wir bei den Bardergamen die Winterruhe. Wir müssen im Jahr, sagen wir mal ganz grob, 6 bis 12 Wochen Winterruhe machen bei den Tieren. Man merkt es schon so im Herbst, wenn es draußen kälter wird und im Terrarium auch 1-2 Grad kühler wird, dann werden die nicht mehr so agil, sind nicht mehr so aktiv im Terrarium. Dann kommt so die Zeit, wo sie einfach die Winterruhe brauchen und wollen. Dann mache ich je nach Größe von dem Tier, ich würde mal sagen, zwischen 8 bis 12 Wochen. Also ein Jungtier vielleicht eher 8 Wochen, ein adultes Tier 12 Wochen. Ich brauche in der Winterruhe nicht wahnsinnig runterkühlen. Also ich muss sie nicht in den Kühlschrank stellen oder in den Keller stellen. Aus meiner Erfahrung reicht es, wenn ich einen kühlen Wohnraum habe. Also das heißt, ein Schlafraum zum Beispiel, wo ich ein bisschen unter 20 Grad habe. Das reicht für die Winterruhe. Oder selbst wenn mein Wohnzimmer, wenn das nicht direkt neben dem Terrarium steht, reicht es, wenn ich die Terrarienbeleuchtung, die Heizung im Terrarium ausschalte und knappe 20 Grad in dem Terrarium habe. Ich kann die ganze Sache dann auch noch mit einem großen Tuch abdecken, dass die Tiere einfach ungestört sind. Und so lassen wir die dann, wie gesagt, 8 bis 12 Wochen in der Winterruhe. Das Ganze vielleicht nicht von heute auf morgen alles ausschalten. Früher hat man es ein bisschen übertrieben, da hat man gesagt, erst ganz langsam die Heizung runter, dann langsam das Licht aus. Ich glaube, so wahnsinnig übertreiben muss man es gar nicht. Wir sehen es bei uns in der Natur, wie zum Teil wirklich von heute auf morgen Winter wird, also ein Wetterumschwung stattfindet. Und genauso ist es in den tropischen oder in den heißen Ländern. Wirklich von heute auf morgen kann es sein, wir haben einen Tag noch Sonnenschein, haben 30 Grad und am nächsten Tag ist das schon alles vorbei und der Winter kommt. Also kann man schon, ich würde mal sagen, innerhalb von 6, 7 Tagen die ganze Geschichte runterfahren und genauso andersrum, wenn es wieder aufwärts geht, innerhalb von 6, 7 Tagen wieder die Temperatur und das Licht einschalten. Auch eine Standardfrage, gerade am Anfang in der Terrarianer-Karriere, wie oft darf ich das Tier denn anfassen oder darf ich es rausnehmen? Ich denke, dem Tier schadet es nichts, selbst wenn ich das am Anfang jeden Tag rausnehme und eine Viertelstunde in der Hand rumdrücke und spazieren trage. Solange die Temperatur in der Wohnung passt, kein Durchzug in der Wohnung ist, kann ich das Tier auch ruhig handeln. Nimmt sicherlich keinen Schaden davon und man hat einfach das Bedürfnis, ein bisschen das Tier auch anzufassen. Und es ist bei einer Bardergame sicherlich auch okay. Die Zucht von den Bardergamen passiert fast zwangsläufig, wenn ich ein Pärchen habe. Also da denke ich, kann ich es gar nicht vermeiden, dass die sich verpaaren und das Weibchen dann auch Eier legen wird, weil die einfach unheimlich produktiv sind. Wenn ich die Zucht nicht will oder vermeiden will, dann kann ich einfach nur entweder ein einzelnes Männchen halten oder 1, 2, 3 einzelne Weibchen halten. Aber ich darf auf keinen Fall ein Pärchen zusammentun. Zum Schluss noch mal ein Punkt. So eine Bardergame ist ein dankbarer, netter Pflegling, aber ich muss wirklich einen Haufen Energie reinstecken. Ich brauche ein Terrarium mit extremer Lichtintensität und ich brauche ein Terrarium, das sehr warm ist. Wie vorher gesagt, 45 bis 50 Grad auf dem Sonnenplatz. Kälteste Ecke im Terrarium 26, 27, 28 Grad als Minimum, wirklich in der allerkältesten Ecke. Wenn ich diese Temperatur nicht habe, ist was faul. Das Ganze bringt natürlich mit sich, dass ich einiges an Energie reinstecken muss. Ich muss einen Wärmestrahler reinstecken, ich muss Lampen reinstecken, die richtig Watt haben. Das heißt, in einem großen Terrarium mit 1,50 m sind bestimmt 300-400 Watt an Energie drin. Wenn ein Kunde mir sagt, seine Bardergame ist nicht fit und erzählt mir am Schluss, ja, ich habe insgesamt 50, 60, 70 Watt nur an Energie drin, dann weiß ich schon, dass da was nicht stimmt und dass da der Fehler ist. Also wenn ihr Bardergamen halten wollt, dann müsst ihr mit der Wattzahl auch ein bisschen zupowern. Ne? Dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, check my balls und check meine Bardergamen.
guck mal, hier ist Florian, der Stefan denkt mit, denkt schon eigenständig ans Einpudern. Du, da muss er doch schon richtig scharf drauf haben. Und Action! So, dann kommen wir zur Fütterung von den Tieren. Ich mache nochmal ohne das so. Lass ihn vielleicht erst raus. Dann haben wir noch die Winterruhe, ganz wichtiger Punkt bei Bader. Ach, was mache ich? Das erzähle ich jedes Mal. Müsste eigentlich gleich aufhören. Ich denke, hört jetzt jeden Moment auf.